Hallöchen zusammen, Super Exchange hier. Und in diesem Video wollte ich euch gerne zeigen, wie man eine Kernkomponente für den Exsanguinate Minds Trickster Build craften kann. Und zwar reden wir dabei über die Waffe. Die ist, wenn ihr sie so am Markt frei kaufen wolltet, relativ teuer, kann aber deutlich preisgünstiger gecraftet werden. Immer noch nicht günstig, aber wenigstens deutlich günstiger als die am Markt verfügbaren. Und das würde ich gerne heute mit euch zusammen durchgehen. So, in Schritt Nummer 1 müssen wir die Mod +1 to Level of all Spell Gems isolieren. Das heißt, das darf der einzige Prefix sein, der noch auf der Waffe vorhanden ist. Und aus diesem Grund versuchen wir diesmal unser Glück mit Bestiary. Die Waffe hat im Moment, die habe ich so von Trade gekauft, 6 Mods. Und wir werden versuchen, das folgende Rezept anzuwenden. Wir machen uns den Black Morrigan zunutze und werden versuchen, das Item in 3 aufzusplitten, wo jeweils 2 Mods auf dem Item zurückbleiben. Und ein bisschen Glück haben wir dann insgesamt noch unsere +1 Level to All Spell Gems isoliert. Okay, probieren wir das einfach mal kurz. Hier rein, wir wählen das Rezept aus. Das ist noch nicht das Richtige gewesen. Hier haben wir es. And let's go. So, und jetzt schauen wir uns an. Einmal. Und wir haben Pech gehabt. Was wir jetzt noch machen können, ist ein 50-50. Wir können einfach einen 0 drauf werfen. Das machen wir jetzt auch. Und dann hoffen wir auf das Beste. Und wir haben Glück. Das war Schritt Nummer 1. Für Schritt Nummer 2 brauchen wir ebenfalls einen Rune-Decker. In diesem Fall haben wir uns entschieden, den Platinum Chris zu nehmen, einfach weil er den besten Implicit hat, nämlich 50% Increased Global Critical Strike Chance. Und jetzt wollen wir hier Spell Damage draufbringen. Könnte natürlich auch versuchen, T1 mit Alt-Spamming zu machen. Wir versuchen es hier aber einfach, indem wir eine Essence of Woe anwenden und dann schauen, wie viel zusätzliche Prefixes wir haben, weil auch hier wollen wir Spell Damage isolieren. Das heißt, Spell Damage soll der einzige Prefix sein, der auch noch auf der Waffe vorhanden ist. Deshalb probieren wir das jetzt einfach noch 1-2 Mal. Und in dem Fall haben wir ihn isoliert, hervorragend. Und damit sind wir auch schon fertig. Für den nächsten Schritt wählen wir uns dem Recombinator zu. Und dazu haben wir hier unsere beiden Inkredenzien. Die geben wir einfach schon mal in den Recombinator rein. Und wir hoffen jetzt einfach darauf, diese beiden Prefixes beide auf die Waffe ziehen zu können. Dazu könnten wir natürlich den neuen Recombinator anwenden. Dafür ist aber die Erfolgswahrscheinlichkeit nur 0,71%. Das ist äußerst schlecht. Oder wir gehen auf den alten Recombinator. Und hier ist eine komplizierte Mathematik, die hinten dran liegt. Aber wenn man einen Prefix auf einer Seite und einen Prefix auf der anderen Seite hat, dann besteht eine etwa 33%ige Chance, dass man beide Prefixe auf der rekombinierten Waffe erhält. Und das werden wir jetzt einfach probieren. Okay. Und wir haben Glück. Hervorragend. Es hat auf dem ersten Anhieb geklappt. Wenn es nicht auf Anhieb klappt, müssen wir den Prozess einfach immer wieder wiederholen. Im Schritt Nummer 3 müssen wir jetzt die Suffixes cleanen. Und das machen wir mit Hilfe der Crafting Bench und der Metamod Prefixes cannot be changed. Die craften wir einmal drauf. Das kostet insgesamt 2 Divines, also nicht ganz kostengünstig. Aber leider ein notwendiger Prozess. Und dann nehmen wir uns hier einen Scouring Orb und wenden diesen auf die Waffe an. Und wir bleiben übrig mit nur unseren beiden Prefixes. Schritt Nummer 4 sieht nun vor, dass wir auf den Prefixes noch +1 Level to all Physical Spell Skill Gems craften. Und das können wir vollkommen deterministisch erreichen mit Hilfe der Crafting Bench und mit Hilfe von Harvest Crafting.
Das ist nicht ganz kostengünstig, aber es ist deterministisch. Wir müssen es also nur einmal machen. Und dazu beginnen wir mit dem Craft Can have up to 3 crafted modifiers on the item. Kostet auch 2 Divine. Dann craften wir Prefixes cannot be changed again. Und abschließend craften wir cannot roll attack modifiers. Das heißt, in Summe haben wir jetzt alleine für diesen Craft 5 Divines investiert. Und jetzt laufen wir hier einfach zu unserer Harvest Bench. Und auf der Harvest Bench suchen wir nach Remove. Und den Craft, den wir jetzt anwenden wollen, ist Add a new physical modifier and remove another random modifier from a non-influenced item. Und was passieren wird, ist, wir werden +1 to level of all physical spell gems bekommen und eine der Metamods wird verschwinden. Das heißt, wir wählen den Craft aus und was vielleicht noch zu beachten ist, wir brauchen 15.000 Yellow Juice, das ist also auch hier nicht ganz günstig, und ein Sacred Crystallized Life Force, das bekommt man entweder auf Trade oder, also auch im Currency Exchange für zum Beispiel, oder durch Töten von Oshabi. And here we go. Und wir haben unseren +1 Level to all physical spell gems. In diesem Fall hatten wir sogar Glück, weil der Remove-Teil den Cannot Roll Attack Mods rausgenommen hat. Das heißt, Prefixes cannot be changed ist auf der Waffe verblieben. Das heißt, wir haben für den nächsten Schritt sehr gute Voraussetzungen. Für den nächsten Schritt haben wir im Prinzip 2 Möglichkeiten. Die sicherere Variante ist, wir removen alle Crafted Mods und craften nochmals Can have up to 3 crafted modifiers und dann 2 Mods, die im Prinzip sinnvoll für den Build sind. Zum Beispiel Crit Multi oder mein Throwing Speed wären zum Beispiel 2 Varianten. Das kostet nochmal Geld, ist aber deterministisch und lässt uns mit einer hervorragenden Waffe zurück. Der zweite Schritt ist ein bisschen mehr RNG-based, ist aber trotzdem der Weg, den ich jetzt gehen möchte, weil wir eben noch Prefix Cannot be Changed auf der Waffe zurück haben. Und der sieht folgendermaßen aus. Wir nehmen einen Veiled Chaos Orb, werfen ihn auf die Waffe. Das bedeutet, wir werden jetzt mit 100%iger Wahrscheinlichkeit einen Suffix Veiled Orb übrig behalten. Und mit ein bisschen Glück kommen da sehr gute Mods raus, wie zum Beispiel Chance to Deal Double Damage, Chance to Deal Double Damage when Focused. Und Chance to Deal Double Damage when Focused ist auch das, was wir eigentlich anvisieren. Zumindest dann, wenn ich vorhätte, diese Waffe als Dual-Wield-Waffe einzusetzen, weil auf unserer aktuellen Waffe haben wir das genauso drauf. Und damit wäre es natürlich ziemlich optimal. Wir probieren das jetzt und dann schauen wir mal, wo wir rauskommen. Bevor wir jetzt aber den Mod unveilen, craften wir nochmal einen sogenannten Blocking-Mod. Und in dem Fall nehmen wir Attack Speed in der günstigen Variante, weil ein relativ hoher Mod-Gewichtanteil eben auf Speed-Mods liegt und die wir damit quasi aus dem Pool rausnehmen von potenziellen Unveiled-Mods, die uns zur Verfügung stehen. Das machen wir. Und jetzt gehen wir einfach aus Tradition zu June und wir unveilen und hoffen, dass wir eine gute Mod treffen. Wir haben eine, naja, so halbwegs gute Mod, sage ich mal. 5% Increased Damage per Frenzy Charge. Da wir jetzt noch einen freien Mod haben auf den Suffixes, können wir nochmal slammen. Wir könnten slammen mit einem normalen Exalted Orb oder wir können mit einem Influenced Orb slammen. Und das wollen wir auch tun. In diesem Falle mit dem Redeemer's Exalted Orb. Einfach, weil wir da eine Reihe von guten Mods haben, die wir potenziell treffen können. Gibt auch einige, die nicht so toll sind, aber in dem Fall war es dann halt. Okay, wir bleiben mit unserem Increased Attack Speed als Blocking-Mod. Damit blocken wir eine Mod, die potenziell schlecht wäre, der Mods, die im Pool sind für Redeemer Slam. Und let's go and gamble. Hier haben wir leider jetzt sehr schlecht abgeschnitten, weil Onslaught nicht getriggert wird durch
heißt zwar Onslaught on Kill, aber es wird nur getriggert, wenn wir selber den Kill durchführen. Das heißt, die Mod ist im Prinzip tot. Was uns jetzt noch zu tun bleibt, ist eine günstige Mod auf der Crafting Bench zu craften. Hier sind diverse Mods im Prinzip interessant. Man könnte zum Beispiel dafür gehen, Global Crit Strike Multi. Wir könnten, wenn die Crit Chance nicht gecapped ist, was bei uns auch der Fall ist, immer noch für Spell Crit Chance gehen. Increased Mind Throwing Speed ist sehr, sehr gut. Aber ich denke, dass ich in diesem Fall hier natürlich auch nochmal eine andere Variante von Crit Strike Multi, wenn ein Unique Enemy in der Nähe ist. Ich denke, dass ich mich aber in diesem Fall dafür entscheiden werde, Chance Double Damage while Focus zu nehmen. Einfach weil wir auf unserer bisherigen Waffe dieselbe Mod schon drauf haben. Ergo würde das, falls wir die Waffe zum Dual Wielden nutzen wollen, sehr gut funktionieren. Und jetzt können wir noch auf den optimalen Wert gehen. 15. Jupp. Und damit ist die Waffe gefinisht. Damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen beim Craften dieser Waffe. Wenn ihr Fragen habt, haut sie gerne unten in die Kommentare rein. Ansonsten, wenn ihr irgendwas mitnehmen konntet heute, freue ich mich natürlich auch über ein Like oder ein Abo. Wenn ihr konkretere Fragen zum Bild habt oder zum Crafting oder generell, schaut gerne auch bei Twitch vorbei. Ich streame zweimal die Woche, einmal mittwochs und einmal samstags abends. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr bei Twitch reinschaut. Ansonsten bin ich für heute raus. Ich wünsche euch was und tschüss.